Heute mal die Wahrscheinlichkeit ausgerechnet bei der 1er Box, bei der Second Anniversary Box 1, die man ja vom World Boss bekommt und vom Glücksrad. Und ich bin, glaube ich, auf 8,4% gekommen. Und ich habe quasi alle Products zusammengerechnet, die 10% Speedsets, das Mating Scroll Package und ich glaube dann noch die Eintages Combined Party Scroll. Also das waren so für mich so die Hauptgewinne. Die haben alle entweder unter 1% oder 2%. Ich glaube, A-Project hat die höchste Wahrscheinlichkeit mit 2%. Oder hat die höchste. Und klingt eigentlich schon sehr nice. Also ich meine, 8,4% darauf, dass du was richtig Geiles bekommst. Ich sag's dir jetzt, wie es ist, Nafta. Entweder du wirst Elementor lieben oder du wirst ihn hassen. Es gibt eigentlich wirklich nichts dazwischen. Entweder man mag's oder man mag's überhaupt nicht. Gleiches gilt wahrscheinlich auch für die 8-Chart-Taktik. Entweder man akzeptiert sie und man verehrt sie und man predigt sie oder man hasst sie. Auch da gibt es eigentlich keinen dazwischen. Du schreibst deine Masterarbeit in Politikwissenschaft. Hört sich nach wenig Spaß an. Ja, Quest? Quest sage ich auch nicht wirklich, ne. Also spielst du auf dem FEC-Server? Spielst du auf dem FWC? Ja. Dann mach keine Quests und auch keine Dungeons. Also, dann einfach leveln. Wenn man irgendwie so einen zusätzlichen Event-Filter hätte beim Pet, also das quasi, dass du deinen Pet-Filter bei, also ich meine gut, man könnte einerseits natürlich den Pet-Filter noch viel umfangreicher machen, aber in gewissen Situationen wäre das ja eigentlich dumm. Weil bei dem Stone Rain Event zum Beispiel, das ist ja ultra spezifisch, wenn du dann irgendwie so einen ultra spezifischen Pet-Filter hättest, wo du jedes Item ein- und ausschließen könntest oder so, oder einfach noch 10 weitere Optionen oder so. Das wäre wahrscheinlich zu spezifisch, vor allem wenn Items dabei sind, die halt nur bei diesem Event droppen und sonst halt niemals. Das wäre dann wahrscheinlich wieder Overkill. Dann würden nur die ganze Zeit Leute fragen, was das bedeutet. Und dann müsste man jedes Mal sagen, ja, das ist nur für ein spezifisches Event, das zweimal im Jahr stattfindet oder so. Aber was sie machen könnten, wäre quasi ein Event-Filter, genau für solche Fälle, wo quasi nur während dem Event dieser Filter angezeigt wird. Stone Rain Event, Pet-Filter oder so. Beim Pet-Filter. Und dann könntest du zumindest einstellen, okay, du willst nur Diamond Pieces, nur Lightning 7 Pieces und so. Dass du quasi nur, ja, so halt die 5 Pieces, die dich interessieren, aufhebst und alles andere bleibt liegen. Also, dass du dich so, wie es jetzt ist, du musst dich nicht entscheiden, gar nichts oder alles, sondern halt kannst du es genau auswählen. Aber wenn das Event vorbei ist, verschwindet dieser Filter auch, damit er dann eben nach dem Event nicht für Verwirrung sorgt, wo dann die Leute die ganze Zeit fragen, ja, was bedeutet das? Ich habe das jetzt aktiviert und es hat sich nichts geändert. Wofür ist das? Was ja auch ziemlich nervig wäre und nur für Verwirrung sorgen würde. Sowas fehlt irgendwie. Das ist der einzige Vorteil, wenn man ein bisschen später dran ist, dass da die Sachen auch günstiger sind. Also, es wird so nicht passieren, aber für jemanden, der jetzt, keine Ahnung, in einem Monat erst anfängt oder so, könnte es ja echt so sein. Also, theoretisch, praktisch wahrscheinlich nicht wirklich. Aber es werden jetzt ja aktuell Herneswaffen für verhältnismäßig wenig verkauft. Und es könnte theoretisch sein, dass dann Herneswaffen irgendwann so günstig sind, dass du dir gar nicht mehr überlegst, überhaupt Bloody zu kaufen oder andersrum. Alle Leute verkaufen sich Bloody, verkaufen ihre alten Bloody-Sachen. Das heißt, die sind dann so günstig im Verhältnis, dass du selber niemals dran denken würdest, selber zu craften, weil du denkst, ach komm, kaufe ich einfach. Craften viel zu risky, ich kaufe es einfach, ist voll günstig. Und auf der anderen Seite, wenn du dann bei Coral Island Weapons ankommst, auf dem Level 150, dass die dann wiederum auch so günstig sind, weil die auch schon jeder hat und dann die Leute schon sozusagen das Crystal auch alle tragen, dass dann wiederum das auch voll günstig ist oder so. Also glaube ich jetzt ehrlich gesagt nicht, dass es so krass wird, dass du Coral Island Weapons für, keine Ahnung, was weiß ich, 1,5 Milliarden bekommst oder so. Aber theoretisch, wenn man nicht Bloody wegen Soul Leech, das kannst du auch auf Ultimate Waffen haben. Soul Leech.
kannst du auch bei einer Ultimate-Waffe haben. Und nein, du würdest nicht eine wesentlich schlechtere Waffe nur wegen Soul Leech nehmen. Sir, das würde kein Mensch machen. Hast du Saga Crystal Shield für 30.000 F-Coin verkauft? Sexy Shield? Tja. Finde ich aber auch relativ wenig. Weil du Sagas Crystal-Waffen sind deutlich seltener oder schwieriger zu bekommen als Hernes. Weil du erstmal einen kompletten Dungeon Run dafür machen musst. Wofür du mindestens, also momentan wahrscheinlich eher um die 8 Leute oder mindestens 5, 6 Leute brauchst. Die halt mit 1 oder 2 Charaktern spielen. Und, ja. Ich finde, das zeigt ganz gut, dass doch die meisten Leute es nicht einsehen auf einem Server wie dem FEC-Server. Also halt leider nicht genug Leute offensichtlich. Aber dass doch viele Leute es nicht einsehen, auf dem Server so krass zu overpayen wie auf Burudeng. Wo man weiß, okay, du sagst Crystal Sheet, wenn du Pech hast, droppt da 1 im Monat. Wenn du richtig Pech hast. Und das heißt, so eins, also wenn eins zum Verkauf steht und du zahlst halt nicht so viel, wie die wollen oder whatever, dann könnte es halt sein, theoretisch, dass du halt monatelang drauf warten musst, bis mal wieder eins zum Verkauf steht oder so. Und das wird halt hier auf jeden Fall nicht so sein. Vor allem beim Dungeon ist es ja glücklicherweise wenigstens so, dass den unendlich viele Leute machen können. Bei den Hernes Giants wird zwangsläufig irgendwann das Problem sein. Jetzt wahrscheinlich noch nicht, aber es wird früher oder später so sein, dass bei den Hernes-Waffen so viele Leute Schlange stehen bei den Giants, dass du die sowieso nicht mehr abbekommst. Genauso wie bei den Guardian und Historic Giants am Anfang, als das Server neu war. Dass da dann so viele Leute auf Giant-Jagd sind. Wobei zugegebenermaßen Violets droppen ja mittlerweile auch Hernes-Waffen, was es ein bisschen verbessert hat. Aber auf dem Server spielen ja so unendlich viele Leute, dass irgendwann sowieso Luzagas Crystal-Waffen die einzigen sein werden, wo du noch aktiv farmen kannst. Weil bei Giants zu viel los sein wird. Aber letztendlich hilft das alles nur dafür, für Free-to-Play-Leute, dass wir leichter an das Zeug rankommen und es dadurch einfach wesentlich günstiger wird. Wenn die Einstiegspreise schon in Anführungszeichen natürlich nur bei 35.000 F-Coin liegen, anders als auf Burudeng, wo die Einstiegspreise bei, gut, da habe ich die Offer ehrlich gesagt in F-Coin nie gesehen, da wurde tatsächlich meistens mit Milliarde gehandelt. Aber die teuersten Waffen auf Burudeng wurden ja zwischen 20 und 30 Milliarden verkauft, bei einem Cash-Kurs von 1000 zu 100 oder 120. Das heißt, es sind 3.000 Euro gewesen. Und hier auf dem Server sind es gerade mal 300. Also es ist jetzt schon 10-mal günstiger als auf Burudeng. Und das ist schon einiges. Also, das ist crazy. Weil ich mich sowieso frage, wer so viel Geld für ein Item ausgibt, aber naja. Also weder 300 noch 3000 wäre es mir jemals wert. Außer halt in Penya. Aber wenn F-Coin-Preise genannt werden, dann werden ja auch meistens F-Coin-Preise gezahlt. Und dann reden wir natürlich schon von Geld. Von echtem Geld. Niemals. Ey, Level 99. Mit 99 Leveln, da fängt das Level an. Mit 99 Leveln. Zweitcharakter ausrüsten. Ein Downer. Level 100, by the way. Level 100, Baby. Ziel war aber eigentlich 102. RIP. Wir befinden uns gerade in der Phase, wo die ersten Leute schon wieder ans Quitten denken. Und das merkt man. Zwar nicht am Server, da ist immer noch die Hölle auf Erden los. Aber bei einzelnen Leuten bröckelt der Hype. Quit Nation, baby. Jupp. Die 2-Wochen-Phase ist vorbei. Jetzt realisieren die Leute wieder, dass das Spiel ein halbes Leben auffrisst. Wenn du halbwegs erfolgreich sein willst. Ich bin das. Siehst du, der halbe Chat fühlt sich direkt angesprochen. Der halbe Chat fühlt sich direkt angesprochen. Was sagt uns das?